Bam, badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. Mami Made! Heute macht die Mami das. Hallo und herzlich willkommen bei Mommy Made. Heute mit einer DIY-Anleitung zu einem Accessoire eines beliebten Charakters aus der Welt der Videospiele, den eins meiner Kinder gerne dieses Jahr zu Fasching verkörpern wollte. Darf ich vorstellen, Luigi. Luigi, den wir aus diversen Spielen der Nintendo-Welt kennen, und dieses Video entsteht auch in Kooperation mit Nintendo, worüber ich mich sehr freue. Herzlichen Dank an dieser Stelle für die Kooperation. Genau, Luigi kennen wir natürlich in erster Linie schon seit Jahren in Kombination mit seinem Bro Mario, aber auch aus seinem Solo-Abenteuer Luigi's Mansion. Seit Herbst ist das Spiel Luigi's Mansion 3 für die Switch auf dem Markt und erfreut sich großer Beliebtheit. Die kurze Variante ist, Luigi und sein Bro und seine Buddies sind alle in einem Luxushotel im Urlaub. Es ist aber eine perfide Falle des bösen, verruchten König Boohoo, der den Bro Mario und die ganzen Buddies einkassiert, und Luigi muss durch dieses Spukhotel rennen und die Freunde retten. Dabei muss er diverse Rätsel lösen und natürlich Geister besiegen, am Ende den Endboss King Boo, König Boohoo zu Deutsch. Genau, das tut er unter anderem mit einer Wunderwaffe, nämlich dem Schreckweg FLU. Zu Englisch dem Poltergust G00. Der Vorläufer war der Poltergust 5000 aus dem Zweierspiel. Und der sieht jetzt auch genauso wie der aus dem Zweierspiel ein bisschen aus wie ein Staubsauger und so ein bisschen wie das Ding, was die Ghostbusters auf dem Rücken haben. Grob. Genau. Ergo habe ich gedacht, wäre es total cool, meinem Luigi eine solche Wunderwaffe mit auf den Weg zu geben, das zu bauen. Und ich habe mir natürlich als erstes als Basis, weil ich das Ding ja nicht komplett neu bauen wollte, einen Spielzeugstaubsauger besorgt. Und ich habe mir natürlich, um das Ding zu bauen, als erstes als Basis einen Spielzeugstaubsauger besorgt, der schon einen solchen Tank hatte. Da habe ich nur einen gefunden, der sieht so aus. Den braucht man dafür, wenn man das nachbauen möchte. Alle Produkte, die ich verwendet habe, verlinke ich euch auf jeden Fall in der Infobox. Jetzt ist es natürlich so, dass so ein Spielzeugstaubsauger ein bisschen was kostet. Man kriegt die aber auch ganz gut gebraucht in Kleinanzeigen oder auf Flohmärkten. Ansonsten ist das tatsächlich was jetzt nicht einfach nur ein witziger Gag zu Fasching natürlich ist. Ich fand das ganz cool, ich liebe solche DIYs. Wir spielen gerne Rollenspiele und ich glaube, dass das einfach auch ein schönes Geschenk ist für kleine Luigi-Fans. Oder solche, die eben auch abgesehen von Fasching und Halloween sich gerne mal in ein Kostüm werfen, in eine Rolle schlüpfen und dann gerne auch die dazugehörigen Accessoires haben. Was ihr also braucht, ist ein solcher Staubsauger. Ihr braucht Riemen, im Idealfall verstellbare, damit das Ding auch von Kindern unterschiedlicher Größe oder auch Erwachsenen getragen werden kann. Ich habe einfach die von einem alten Rucksack abgeschnitten, die ich nicht mehr brauchte. Ihr könnt die natürlich auch nähen oder basteln, das ist völlig euch überlassen. Was ihr braucht, um die Dinger an dem Staubsauger anzubringen, sind solche Kunststoff-Snaps. Also Cam-Snaps oder auch von Prim oder sonstigen Anbietern gibt es solche Snaps. Ihr braucht 6 an der Zahl. Um das Gegenstück an den Riemen anzubringen, natürlich dann auch das entsprechende Werkzeug. Ihr braucht 2 LED-Leuchten. Es gibt so Touch-LED-Leuchten, die sehen natürlich standardmäßig nicht so aus, sondern sind weiß. Wir besprühen die und malen die an. Ich zeige euch gleich wie, aber ihr braucht auf jeden Fall 2 solcher Touch-Leuchten. Ihr braucht Kleber. Ich habe Sekundenkleber verwendet mit den 3 Buchstaben, der hat gut funktioniert. Kleber und Kunststoff ist so eine Sache, das kann klappen, muss aber nicht. Wie gesagt, bei allen Produkten, die ich hier heute verwende, hat das funktioniert. Das ist nicht gesagt, dass es mit anderen nicht genauso gut oder sogar besser funktioniert. Bei denen, die ich euch heute hier nenne und in der Infobox verlinke, weiß ich, dass es geklappt hat. Und Kunststoff, wie gesagt, das kann mit Kleber bröseln, das kann irgendwie mit Farbe, dass die nicht hält. Mit den Sachen, die ich jetzt hier benutzt habe, hat das funktioniert, glücklicherweise. Ihr braucht Acrylfarbe in Silber und Schwarz. Ich habe Modellmalfarbe verwendet, eben um diese Lampen anzumalen und die ein oder andere Stelle auszubessern. Sprühfarbe in Silber, Schwarz, Rot und Neongrün. Die Farben von Marabu haben funktioniert. Die habe ich von Marabu freundlicherweise genau zu diesem Zwecke zur Verfügung gestellt bekommen. Herzlichen Dank an dieser Stelle dafür. Und dringend Abklebeband, also so klassisches Malerkrepp, denn wir besprühen dieses Ding in verschiedenen Etappen und ihr wollt halt immer nur eine Farbe auf dem Staubsauger haben. Falls ihr jetzt total ambitioniert seid, wie ich das war, und ihr zusätzlich zu diesem Saugaufsatz, der dabei ist, gerne auch noch den Luigi-typischen
Taschenlampenaufsatz gerne basteln möchtet, braucht ihr zusätzlich einen Pümpel, von dem ihr den Ast, wollte ich gerade sagen, den Stiel abmacht. Ihr braucht schwarzes Gewebeband, ihr braucht Transparentpapier und eine kleine schmale Taschenlampe, die in diesen Schaft passt. Wie gesagt, Produkte unten in der Infobox. Und jetzt zeige ich euch, wie ich dieses wunderschöne Ding gebaut habe. Und ich würde euch empfehlen, bis zum Ende des Videos dran zu bleiben, denn ich darf hier heute was verlosen. Und weil so ein Spiel alleine ja nur funktioniert, wenn man auch die Konsole dazu hat, verlose ich heute auch die. Da der Kleber auf dem besprühten Kunststoff nicht so gut hält, müsst ihr als erstes die Druckknöpfe aufkleben, an denen später die Schulterriemen befestigt werden sollen. Hier empfiehlt es sich, die Socket-Teile der Snaps aufzukleben. In meinen Tests haben die Stud-Teile nämlich nicht so gut gehalten. Klebt also oberhalb des Batteriefachs auf jeder Seite 2 Studs auf und auf der Unterseite des Staubsaugers für jeden Riemen einen. Auch die LED-Touchlampen, die auf den Rädern montiert werden, bzw. die Teile davon, die angeklebt werden sollen, müssten schon jetzt, also vor dem Besprühen, angeklebt werden. Bei den Leuchten, die ich gekauft habe, sind 3M Klebepads dabei, mit denen man die Unterseite der Lampen sehr gut befestigen kann. Ebenso sind Klebemagnete dabei. Ich habe mich bei meinem Exemplar für die Magnete entschieden. Allerdings fallen die Lampen damit sehr gerne mal von dem fertigen Schreckwerk ab, wenn unser Luigi etwas zu heftig von der Bordsteinkante springt. Daher wäre meine Empfehlung an der Stelle tatsächlich besser, die Unterseite der Lichter selbst festzukleben. Klebt dann die Druckknöpfe und die Magnete oder eben die Unterseite der Touchlampen mit Malerkrepp ab. Ebenso den An- und Ausknopf, den Schlauch und den durchsichtigen Tank. Den Aufsatz oben auf dem Tank habe ich dafür abmontiert und ihn separat lackiert. Entfettet alle Flächen mit Alkohol, damit die Farbe besser hält. Und dann können eure LEDs neongrün, das Handteil und der Saugeraufsatz silber und der Staubsauger selbst rot besprüht werden. Macht das am besten im Freien. Nach dem Trocknen muss das untere Ende des Tanks und des Staubsaugers selbst schwarz besprüht werden. Klebt dafür das obere Ende des Tanks, die Räder und alle Teile rechts und links des noch abgeklebten Tanks sauber ab und kreiert zusätzlich mit eurem Abklebeband eine horizontale Linie auf der Höhe, auf der der untere Tankaufsatz endet. Denn darunter soll ja ebenfalls alles schwarz werden. Und wenn das trocken ist, entfernt ihr lediglich das Klebeband am Tank und besprüht den noch neongrün. Zeit, sich um die LEDs zu kümmern. Die grün besprühten Lampen werden jetzt mit silberner Farbe angemalt. Ich habe Modellbaufarbe genommen, die wir im Haus hatten. Hier empfiehlt es sich, bereits Batterien in den Lampen zu haben, so könnt ihr nämlich hin und wieder kontrollieren, ob eure Farbe auch überall deckend aufgetragen ist. So sieht unser Schreckwerk aktuell aus nach dem Sprühen. Ich habe hier das Handteil auch silber angesprüht, ebenso wie diesen Saugaufsatz. Die kann man dann zusammenstecken. Schwarz, Rot und Giftgrün. An den Reifen habe ich tatsächlich entlang dieser äußeren Kerbe schwarz gemacht. Hier in der Mitte ist der Magnet aufgebracht. Und das hatte ich abgeklebt, weil ich nicht wollte, dass der Magnet eingesaut wird beim Sprühen. Und die fertige LED-Leuchte, die per Magnet da dran kommt. Und dann sieht das Ganze, wie ich finde, schon sehr, sehr original aus. Was mir persönlich jetzt noch fehlt, sind hier so ein paar silberne Streifen, die werde ich jetzt gleich noch draufmalen. Lüftungsöffnungen, die sieht man am Original noch, die würde ich jetzt hier noch aufmalen auf beiden Seiten. Und dann kommen hier, auf der Seite, da habe ich auch das Tape wieder von den Druckknöpfen abgemacht, da kommen unsere Riemen dran und dann ist unser Schreckwerk soweit fertig. Bam, 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 badam, bam, bam. Bam, bam, badam, bam, 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 badam, bam. Für den zusätzlichen Taschenlampenaufsatz des Schreckwerk FLU, ihr wisst schon, hierfür, braucht ihr einen Pümpel, den ihr vom Stock befreit und silbern anmalt. Und dann habe ich hier mit einem Cuttermesser einfach in der Mitte an diesem Verbindungsstück den Deckel rausgeschnitten quasi, um ein Loch zu kreieren. Die Taschenlampe, die ich verwende, verlinke ich euch in der Infobox, die passt da wunderbar hinein. Man kann sich jetzt, wenn man jetzt möchte, dass die nicht so ganz weit runterrutscht, noch überlegen, ob man hier ein bisschen Gewebeband drumherum wickelt, damit der Taschenlampenkopf weiter im Pümpel ist. Mir ist das jetzt eigentlich tatsächlich relativ egal, das hält so ganz gut. Ich werde jetzt mit schwarzem Gewebeband hier unten
die Taschenlampe an dem Pümpel fixieren. Das sieht dann auch so aus wie im Spiel tatsächlich. Da ist ein schwarzer Rand. Und am unteren Ende muss man mit Gewebeband ein bisschen Dicke kreieren, damit das in diesen Aufsatz ganz genau reinpasst. Da fehlt mir jetzt noch ein bisschen, das werde ich machen. Und auf den Deckel kommt dann Transparentpapier. Das Gute an dieser Taschenlampe ist, dass der An- und Ausknopf hier hinten ist. Das heißt, man kann die quasi anschalten, bevor man sie in den Aufsatz steckt. Man kann sie da dann auch wieder abmachen. Und auch die Batterie wechselt man hier hinten. Das heißt, wir können das hier vorne getrost zukleben. Das ist Transparentpapier, das ich normalerweise zum Abpausen von Schnittmustern verwende. Auch das verlinke ich euch unten in der Infobox. Und das klebe ich mir jetzt einfach mit meinem schwarzen Gewebeband da oben fest. Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. So, fertig ist euer Schreckweg FLU oder auch Poltergust G00, wie immer ihr ihn lieber nennen möchtet. Wenn euch das Spaß gemacht hat und es euch grundsätzlich auch interessiert, über das Tutorial hinaus mal zu sehen, wie ich zu diesem Gerät gekommen bin, also was da zusätzlich zu dem Tutorial, in dem man ja eigentlich von mir immer nur erfährt, was ich in welcher Reihenfolge gemacht habe und wie ihr das machen könnt, um einen auch zu bauen, einfach sehen möchtet, was da vorher an Arbeit reinfließt, welche Recherchen, welche Einkäufe stattfinden, welche Tests ich gemacht habe, womit ich auf die Nase gefallen bin, dann möchtet ihr vielleicht am kommenden Dienstag hier wieder reinschalten. Da wird es eine Art Making-of-Video geben für diejenigen, die gerne mal einen Blick hinter die Kulissen haben möchten. Davon abgesehen gibt es hier nächsten Freitag, so wie jeden Freitag, wieder ein Tutorial aus dem Bereich Nähen und DIY, gerne auch für und mit Kindern. Abonniert den Mommymade-Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, damit ihr nichts davon verpasst. Und Trommelwirbel, jetzt darf ich hier noch was verlosen, worüber ich mich sehr, sehr, sehr freue. Nämlich einmal das Spiel Luigi's Mansion 3 für die Nintendo Switch und, falls ihr eine solche nicht habt, dazu, also in einem Set, eine niegelnagelneue Nintendo Switch. Da freue ich mich, wie gesagt, riesig drüber. Ich drücke euch allen ganz, ganz fest die Daumen. Lasst diesem Video ein Däumchen da, abonniert den Mommymade-Kanal und schreibt mir in die Kommentare, wie Luigis Wunderwaffe heißt. Wahlweise auf Deutsch oder auf Englisch, das ist mir vollkommen egal, aber schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Die detaillierten Teilnahmebedingungen, wie lange das Gewinnspiel läuft, wie ich den Gewinner, das ist ja nur eine Verlosung, den Gewinner informiere und all das. Diese ganzen Teilnahmebedingungen findet ihr en Detail in der Infobox unter diesem Video. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet, drücke allen ganz, ganz fest die Daumen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mommymade!